Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema 2023, das Jahr der Junior Minenaktien. Disclaimer: 2023, das Jahr der Junior Goldaktien. Der GDXJ stieg heute in der Spitze um 4,1% auf 37,61 $. Der höchste Stand seit dem Tief vom 26. September. Und nicht nur das, der GDXJ stieg auch erstmal seit Mai 2022 wieder über die fallende blaue Trendlinie der 28 Monate dauernden Bullenflagge. Kommt es hier zu Anschlusskäufen, kann der Aufwärtstrend weitergehen. Das Gleiche gilt hier auch für Silber, das stärker steigen wird als Gold, also ideal für Goldaktien. So kann es die ersten Monate 2023 schon zu vielen 10 oder 20 Bäckern kommen, wenn Silber sich verdoppelt. Sicher auch noch weit höhere Kurse. Und wir sind aktuell immer noch sehr tief bei vielen Penny Stocks Junior Goldaktien. Ja, falls Sie die Situation von 2016, die ja auch hier steht, sich noch erinnern können, gab es da eine absolute Kursexplosion vom Januar bis August, September des Jahres 2016. Dasselbe nochmal hier vom Corona-Tief auch bis September 2020, aber eben teilweise auch bis März 2021. Und jetzt im September haben wir ein absolutes Tief gehabt. Wir sind jetzt schon etwas höher. Diese Linie wurde heute durchbrochen. Das weist darauf hin, dass wir an diesem höheren Punkt jetzt kommen würden, der diese beiden letzten Goldaktien-Rallyes übersteigen dürfte und damit wesentlich höheres Potenzial für die Goldaktien bietet. So, nun wissen wir an diesem Punkt nicht, ob es dann nochmal korrigiert und dann weiter steigt oder ob die Dynamik so groß ist und weiter hochsteigt. Generell wird von vielen Statisten angenommen, dass circa 90 bis 100 Dollar beim GDXJ erreicht werden sollte. Das würde eine absolute Minenmania darstellen, muss man abwerten. Vielleicht auch hier nochmal von 2013 hier dieses Zwischenhoch, dass das spiegelverkehrt auch erreicht werden könnte. Das wird man sehen, wie es reicht. Deshalb deuten alle Zeichen auf eine ganz starke Goldaktienrallye und gerade die Penny Stocks, die teilweise immer noch nicht mitgezogen sind, aber teilweise eben auch, können dann, weil sie eben so tief sind, weil sie im Prinzip zerstört sind, eigentlich nicht unter den Lebenden sind, werden quasi wieder zu den Lebenden erweckt und von wenigen Cent können sie dann in den Dollarbereich steigen. Eine absolut interessante Situation, denke ich mal, und man sollte dabei sein auf jeden Fall aus meiner Sicht. Ja, hier ein angehender Gold-Kupfer-Produzent, Fokus USA, 39 Millionen Marktkapitalisierung, insgesamt hohes Risiko. Die haben im Wesentlichen drei Projekte. Zum einen das CK-Gold-Projekt, ein fortgeschrittenes Gold- und Kupferexplorationsprojekt im Süden Wyomings, 20 Meilen westlich von Cheyenne. Dieses Projekt befindet sich zur Gänze auf staatlichem Land, was ein einfaches Genehmigungsverfahren und günstige jährliche Pachtverträge ermöglicht. Also sie haben 1 Million Unzen Gold Low-Grade und 248 Millionen Lips Kupfer. Das CK-Gold-Projekt bleibt in mehr Richtung offen für Ressourcenerweiterung. Weiterhin haben sie noch das Goldprojekt Chalice. Das befindet sich 75 Kilometer südlich von Salomon in Idaho. Dort wird eine Ressource von 313.000 Unzen Gold mit 1,4 Gramm pro Tonne Unzen angezeigt. Und auch hier wird ein weiteres deutliches Explorationspotenzial angegeben. Dann haben sie sozusagen noch den Joker, das ist das Projekt Keystone. Das befindet sich auf dem produktiven Quartz-Gold-Trend, einer aussichtsreichen Mineraltrends der Welt. In den vergangenen 50 Jahren wurden im Quartz- und Carlin-Trends in Nevada mehr als 245 Millionen Unzen Gold gefördert, 10 Meilen südlich vom Berex Cortes Trend. 20 Meilen ist das, in Quadratmeilen ist das entfernt. Und der Trend, also das Gebiet, beherbergte zahlreiche Weltklasse-Lagerstätten, NGM Pipeline, 21 Millionen Unzen
Gold, eben Cortez Hills Projekt, 15 Millionen Unzen Gold und das Gold Rush Deposit mit 10 Millionen Unzen Gold. So, da leitet man jetzt davon ab, dass sie eigentlich eine Entdeckung, ein ähnliches Potenzial auf ihrem Gebiet haben will, wie diese anderen dargestellten ähm, äh, Deposits beziehungsweise Deposits für produzierende Goldunternehmen. Also die denken halt, dass irgendwo alles zwischen 1 bis 10 Millionen Unzen Gold möglich ist. Ähm, Nun stellen Sie sich einfach mal vor, es kommt zu dieser typischen Goldmania, diese totalen Bewertungswahnsinn immer wieder produziert hat, ab und zu, nicht sehr häufig, aber wenn es kommt, ist es ungeheuer. Und dann kommen vielleicht solche Meldungen, ja, hier haben wir möglicherweise noch 10 Millionen Unzen, das eben in den USA, in Nevada, sicheres Rechtsgebiet, das kann dann zu einer Megamania führen. Ich habe jetzt hier einfach mal in die Potentialfaktor, wir rechnen mal den Potentialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, einfach mal 2,3 Millionen Unzen angegeben. Also diese 1,3 von den anderen Projekten und einfach mal ihre Minimumerwartung der 1 Million Unzen. Und allein dafür kommt man dann schon auf den Potentialfaktor 44. Das heißt, unsere Abschätzung ist natürlich etwas Voodoo. Es versucht einfach, wie verhalten sich Goldaktien in einer Mania. Gut, wir versuchen es trotzdem zu berechnen und das zeigt eben an, dass diese Aktie um das 44-fache höher stehen würde. Das würde konkret bedeuten, von 4,65 könnte diese Aktie theoretisch auf 204 Dollar steigen. Wird man sehen, das ist ein theoretischer Potenzialfaktor, aber wenn es eine wirkliche Goldaktienrallye ist, haben wir nicht zuletzt sowas in den Märkten auch schon gesehen. Und damit sind nicht 9 Millionen weitere Unzen, die der Markt bewerten könnte, mit eingerechnet. Wenn man die einrechnet, und ich hatte das auch schon gemacht, kommt man auf einen Potenzialfaktor von 200. Muss man sehen. Jedenfalls ist es sicherlich ein Projekt, das man sich ansehen sollte, allein schon auch für den Rechtsgebiet, wegen der guten Story und natürlich, dass sie auch angehender Goldproduzent bereits sind. Ja, hier nochmal, wo sie liegen, eben in Wyoming und Nevada und Idaho. Also meiner Meinung nach sicherlich, wie immer, keine Kaufempfehlung, aber sich mal einen Blick wert, sich mal anzuschauen. Ja, was bringt uns zu Goldaktien? Und das ist eben die Story von den 1970er Jahren. Sie sehen hier oben die Zahlen, als es zeitweise von 5 Cent auf 20 Dollar ging, von 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40. Das passiert nicht oft. Meistens sind die Goldaktien in lethargischen Phasen. Wenn sie aber von einer totalen Überbewertung und ein möglicher Goldboom besteht, bevor, vielleicht jetzt auf 2400 im nächsten Jahr, oder höher. Es gibt ja schon Zeitungsmeldungen von ernstzunehmenden Experten, die 3.000 oder 4.000 Dollar angeben. Dann kann sich so eine Boomphase entwickeln und dann kann es eben sein, dass diese Projekte, die jetzt Pennies bewertet sind, in den Dollarbereich und massiven Mehr-Dollar-Bereich gehen. Und damals war es eben möglich, aus 1.000 Dollar, teilweise war das gar nicht so selten, eine Viertelmillion Dollar zu machen. Wir glauben, wir stehen vor einer ähnlichen Situation. Durch den im nächsten Jahr wahrscheinlich stark steigenden Gold und eben auch besonders Silberpreis, der im Prinzip immer ein Treibstoff eben für den gesamten Sektor ist. Wenn der Silberpreis massiv steigt, haben wir meist auch immer mit einer besonderen Goldaktienrallye zu tun, weil gerade dann die Silberanteile in den Unternehmen, die vorher nicht bewertet, aber mit einmal bewertet sind und das lässt sie so hochschleudern und das zieht natürlich auch alle anderen Goldaktien mit. Also was kann man jetzt noch tun? Wir kaufen Penny Stocks mit großen Ressourcen oder einfach mit tollen Stories, die vielleicht dann irgendwann bewertet sind, wie die von diesen potenziellen 10 Millionen Unzen im Cortez-Trend in Nevada. Wird man sehen und es ist möglich, man kann sowas im Vorherfeld nicht lernen, aber das kann der Markt entdecken, dann geht das ganze Geld rein und wenn man so drin ist, ist es im Prinzip ein Jackpot in dieser Phase. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir rechnen, wie gesagt, auf den Potenzialfaktor, soweit es das möglich ist, haben eine Exit-Strategie entwickelt, in was man investiert, wenn der Boom vorbei ist. Einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich Ihnen auch gerne erstellen.
Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das finde ich interessant als Tool, gerade wenn es, sage ich mal, Abgabebegrenzung gibt bei Goldhändler oder lange Schlangen oder auch überteuerte Preise. Hier sind die darauf spezialisiert, sehr günstig Gold und Silber zu kaufen, ist dann sofort im Zollfreilager in der Schweiz, können sich ausliefern lassen. Günstiger, glaube ich, kann man kaum an Ware. Sicher auch mal ganz interessant, sich anzusehen, wenn man das noch nicht kennt. Ja, immer erst Preisvergleich bei Gold.de. Das natürlich einfach, um die günstige Ware zu geben. Es gibt einfach im Internet zu viele Leute, die einfach mit der Angst der Leute da immer enorme Preise rausschreiben. Das ist nicht notwendig, dass man das tut. Nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker, finden Sie ein paar Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo können wir Edelmetalle, Schweiz, Liechtenstein einlagern, diese Goldaktienindizes, die Goldaktien-Gold-Ratio, Buch über Goldaktien, Bewertung, internationale Diskussionsportale wie COCA. Wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme oder Rückfragen, Anregungen haben, können Sie mich kontaktieren, schreiben Sie Mail oder rufen Sie sich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben, Ihnen das Video natürlich gefallen hat. Die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, wenn Ihnen eben, wie gesagt, das Video gefallen hat. Das würde dem Algorithmus helfen, dass es anderen Leuten im YouTube-Umfeld dann vorgeschlagen wird. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.